Heute ist Feierabend, ey. Und er ist raus. Ich hab echt... Ja. Es wird saftig. Ich glaube, das kann man sich dann wohl angucken. Es ist der 30.12.2022. Das heißt, der vorletzte Abend in diesem Jahr. Gucken wir mal, was so geht hier in der Werkstatt. Was? Was? Das ist nicht spektakulär. Nee, das nicht, aber das schon. Kupplung ohne Ende. Kann man fast sagen. Ja. Was Phase? Wir haben ja schon lange nichts mehr gefilmt jetzt wieder. Echt jetzt? Faulen Sack hier, Alter. Wow. Ja. Ja, hier, wir haben einiges zusammengesteckt, ne? Mal Zuschauer abholen hier. Letztes Video war noch Schwung machen, jetzt ist es fertig. Ja. Hier. Irgendwie ist es jetzt so mal Fertig fertig geworden. geworden. 8 Zoll, 2 Scheiben, geht auf den Gartenpuller, 600 Kilo. Okay. Sag mal, weiß ich nicht, 500, 600 PS, aber die kann auch mehr ab. Genau, dann haben wir, wer das Tech-Video gesehen hat, der weiß, worum es jetzt geht. Links oben, hier. Hier wird verlinkt. Genau. Dann gibt es ein Setup, das geht in die Schweiz. 3 Scheiben für einen Johnny, da müssen wir noch einen Schwung machen. Automat ist fertig. Und dann hier für die Jungs vom Schluckspecht-Pulling-Team haben wir ein Setup ohne Schwung. Den bauen sie selber, weil sie für die EFI das Trigger-Wheel mit dran wursteln wollen. Und dann haben wir noch ein komplettes Setup, das ist fast fertig. Mit Schwung für den Light Limited, Light Superstock. Steht der Motor drüben. Ja. Genau, da passen wir das noch an. Ein neues Team. Machen wir nächste Woche. Ja. Nehmen wir auch mit. Seht ihr dann. Genau, und dafür, also für die Sachen haben wir eigentlich noch, aber wir brauchen ja hier diese Verschleißsegmente. Und wir waren jetzt zu faul, dafür ein Programm zu schreiben. Wir machen die einfach von Hand. Und ich mache heute Abend, wenn man da den Berg sieht, auch nichts anderes wahrscheinlich mehr. Ja. Es sind ja nur 140 Stück 120. mal 6 Löcher, mal 6 Löcher. Aber hier die alte Alzmetall, die hat zwar KSS, Wanne, aber da funzt die Pumpe nicht mehr, das dauert zu lange. Da haben wir uns gedacht, wir haben ja nebendran so eine schöne Bandsäge. Wir nehmen einfach den Schlauch rüber und setzen da unten so ein altes Auspuffrohr dran. Richtig ranzig einfach. Ja, ja. Aber, ja. Im Wald darf schwonen, aber Fuchs muss sein. Ja, in diesem Sinne. Wisst ihr Bescheid. Und wir widmen uns dem Kupplungsanschlag, der hier jetzt noch reingebastelt wird. Ja. Bodenblech haben wir schon fertig, das zeigen wir nachher nochmal. Aber jetzt knallen wir erstmal die Schrauben rein und dann geht's weiter. So, gibt nichts Schlimmeres wie Löcher von Hand zu bohren, und zwar in 7072 Alu. Aber wir haben sie drin. So. Die 3 Stück. Die kommt da jetzt dran. Und dann basteln wir uns dann noch einen schönen Anschlag fürs Pedal. So ist der Plan. In Kürze mehr. Kurzer Zwischenstand. Anschlag ist geschweißt. So. Er wird jetzt nochmal abgelenkt und dann dran geschraubt und dann fertig. Ja. Gucken wir mal, was der andere Spezi hier macht. Was geht hier? Reverse Engineering. Oha. Schön, Oldschool. Schön abgepost. Oldschool. Aber sowas von. Anders geht's nicht. Was ist das für ein Stück Fetzen? Papier. Moment, ich bin gerade im Flow. Ah, gibt's da ja. Mhm. Das ist 23,5. Das ist 17. eine Pause von dem Kupplungsgehäuse, das da vorne liegt.
Da soll das für wen ist noch? Ach, für den Schweizer. Kunden. Ja, Ja. okay. Da muss ein Kupplungsliner rein, sprich ein umlaufender Rotations... Schutz. Na, einfach ein Stahlring, 10 mm Wandung. Jetzt ist das Problem, normalerweise macht man den Ring im Durchmesser so groß wie der Schwung, also dass der Schwung drin läuft. Das heißt, hier maximaler Schwungdurchmesser, irgendwie 4 mm Luft und dann 10 mm Ring. Das passt da aber nicht, weil da ist zu wenig Fleisch, zu wenig Guss. Man fräst ihn normalerweise ein bisschen aus und dann setzt man den Ring passend ein. Oder man hat so viel Luft, dass man es irgendwie verankern kann. Das geht aber nicht. Also machen wir es außen dran. Jetzt ist die Möglichkeit, weil das ist eine ganz, sage ich jetzt mal, spezielle Serie. Die hat am Motor auch nochmal ein Stück Kupplungsschutz. Der ist größer im Durchmesser. Jetzt ist die Idee, dass man sagt, okay, man macht im Endeffekt einen Kupplungsschutz nur über den Automaten, weil der deutlich kleiner ist als der maximale Schwungdurchmesser und macht dann innerhalb dieses Motorflanschs nochmal einen größeren Ring oder einen abgesetzten Schutz, um den Kupplungsschwung zu schützen. Das muss ich jetzt aber ausmessen. Was geht ist, dass in die Glocke der Schutz für den Automat reinpasst. Was ich noch nicht weiß, weil der Motor steht beim Kunden, ob der etwas größere Ring auch in das Stück vom Motor reinpasst. Okay, alles klar. Wenn es einer verstanden hat, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten, wir klären euch auf. Ja. Eigentlich ist ganz einfach, du hast eine Kupplung, die rotiert ganz schnell. So, wenn die abfuckt, wenn die Biu macht, dann muss die geschützt werden. Da hast du bei uns im Sport mehrere Möglichkeiten. Entweder du baust eine Eigenbaukupplungsglocke, das darfst du aber in bestimmten Klassen nicht aus Stahl. Du musst einen Originalkrampf fahren. Du baust ein Splitterschutztuch rum, das sind teure Dinger, die gelten dann nur 4, 5, keine Ahnung, Jahre, da muss man die neu zertifizieren lassen. Die sind auch nicht ganz günstig, oder du baust dir einmaligen Stahlliner aus einem nahtlosen Rohr in mindestens 10 mm Stärke. Wenn du das verschweißt, muss man das von einem Schweißprüfer, hast du nicht gesehen, prüfen lassen, dann macht man einmal, ist fertig. So, das ist die beste Variante, weil es auch am montagefreundlichsten ist. Ist aber konstruktiv am meisten Aufwand. So, der Kollege möchte das gerne haben. Wir haben flachsig gesagt, das geht, wussten aber nicht, was das für ein Gehäuse ist. Jetzt wissen wir, was für ein Gehäuse ist und wissen auch, was das für eine Arbeit ist. Jetzt müssen wir gucken, ob das funktioniert. Wenn das nicht geht, dann muss er ein Tuch verbauen. Was auf jeden Fall braucht, ist die andere Kupplung. So, noch Fragen? Wir schauen mal. Der Zuschauer wird sich melden. Der denkt, schnell weiterschalten. Ja. Die sind doch alle bekloppt. Zu Recht. Na gut. Ui. Reicht für heute, ey. Mhm. Ja. Ja, was ist Stand? Was ist Stand? Ich glaube, das meiste haben wir jetzt. Jetzt noch an der Haube müssen wir noch 2, 3 Ecken Ein paar Kleinigkeiten noch. nacharbeiten. Da gefällt uns das Spaltmaß noch nicht so. Ja, Seitenbleche noch. An den Seitenblechen, die hat es vom Abrunden ein bisschen reingezogen. Da müssen wir noch ein bisschen nacharbeiten, aber ich glaube, der Rest soll Ja. passen. Also den Bereich hier. Der muss noch mal ein bisschen hochgehoben werden. Der Rest passt einigermaßen. Oder was heißt einigermaßen? Ist okay, oder? Die nächste Haube hat die Blechen mit dran. Wird alles in einem laminiert, ich sag's euch. Ja, das ist schon ein richtiger Abfuck. Das machen wir nie so. Ja. Also es gibt einen GFK-Koffer. Ja. Thema erledigt. Aber bis das mal, ob das jemals noch mal so weit kommt, dass wir noch mal einen Schlepper bauen, ich weiß es nicht. Momentan habe ich keinen Bock. Also, Wobei ich heute Abend ja nichts an der Kiste gemacht habe. ja gut. Jetzt wird es auch langsam mal Zeit für Farbe, ne? Was mal die Kupplung? 2 sind fertig. Die Eine ist ja heute schon, die 8 Zoll ist heute die ist out schon the door. raus, ne? Die ist heute weg. Und Die filmt da nicht so in die Ecke. ja, da liegt was, da liegt was. Überall liegt was. Beim Bier steht auch was. Die ist auch fertig, oh. Ne? Ja, jetzt noch 2 so Eimer. Was? Noch 2. Noch 2.
Okay. Nice. Much later. Moin moin, liebe. Ja, moin moin, liebe Polygemeinde. Wir haben es den 21:05 Uhr. Wir haben uns schon länger nicht zurückgemeldet, aber machen wir jetzt hier, heute. Da wird nochmal der letzte Feinschliff hier gemacht. Naja, Feinschliff noch nicht. Ja, aber zum grob Vorarbeiten für den Lacker schon mal. Du musst noch ein bisschen was ausbessern. Ja. Wir haben noch die ein oder andere Strebe einlaminiert, damit es stabiler wird. Und ja, damit das Ganze auch hält. Ja. Ansonsten sollte die Woche, wenn es klappt, abends nochmal der Lackierer vorbeikommen und dann wird das Detail besprochen. Und dann schauen wir mal weiter. Bestenfalls können wir zum Wochenende hin dann die Karre mal auseinanderbauen. So ist der Plan. Damit es hier mal vorwärts geht oder Farbe ins Spiel kommt. Ja. Achso, genau. Potenzial wird die Tage jetzt auch verschickt. Das geht noch zum Nadellagern. Und ja, ansonsten stehen noch ein paar Kleinigkeiten auf dem Zettel. Die machen wir jetzt die Woche noch und dann ja, kommt die große Auseinanderbauaktion. Aber dazu später mehr. Also eins will ich schon mal anspoilern, sollte das so werden optisch, beziehungsweise designmäßig, wie wir uns das vorstellen. Ja, es wird saftig. Ich glaube, das kann man sich dann wohl angucken. Schauen wir mal, wie es wird. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Ja. Schauen wir mal, was wird. Was wird? hier einen kurzen Close-Up. Das sieht verdächtig nach nagelneuem Teil aus. Ja, vielleicht nochmal neue Schrauben spendieren. Ja. Allerdings Aber das muss er, ja. nicht unsere. Nicht unsere Baustelle. Ist sein Ding dann. Aber immerhin passt, ne? Sieht sehr gut aus. Sieht sehr gut aus. Nice. Das ist immer so ein, ne? Man hat es ausgemessen, man hat es gefertigt. Sollte passen. So ein Ding ist das. So ein Ding ist das. Ja. Gut. Ja. Tibi-Tobi. So, hier auch TikTok live, ne? Immer schön die Community mitnehmen, ne? Freunde. Oh, wow. Ja, mal einen Diesel einlegen, oder? Ein bisschen Rost schadet nicht. So sieht's aus. Dann machen wir mal rein, dann ist gut. Few moments later. 1 minute, one last minute. Wie alt wirst du denn überhaupt? 32. Ja, genau. Der kleine Hund hier. Ja. Haben wir jetzt auch wieder einen Projektpartner gefunden. Oha, 0 Uhr. Oh, Digga. Rudi. Da musst du die Fluppe weglegen. Ich grüße dich. Ich grüße dich. Alles Grüße und Geburtstag. Küss dein Auge. Ich fühle mich gleich richtig schlecht. 1 Jahr älter. Das ist total. Ja. Bedankt. 24 hours later. Wow! Was für ein Loch! Ein richtiger Beißen am Start. Oh. Auch noch von Mutti. Wenn das die Mutti sieht, oder? Wenn das die Mutti sieht, dann gibt's wieder einen auf die 11 hier. Richtig ganz auf die. Aber was willst du machen? Der. Problem ist, Warte, Problem ist, Musik ist an. Was ist das Problem? Moment.
Bless you. Ah, der geht noch. Schöne Name rein. Halt die Schnauze. Problem ist, Problem ist, das sind Durchgangslöcher wir sehen am nichts. Kurbelwellenflansch. Ich könnte Licht machen, aber man sieht da auf dem Lagerbock. Und da hängt noch von der Demontage Zeugs drin. Okay. Das ist natürlich ungünstig. Also reinpusten geht nicht, man muss raussaugen. Na, guck mal, was da rauskommt. Da sieht man das Lager, wie man sieht. Wie man sieht. Da hinten. Und da hängt jetzt auch überall Öl drin. Das heißt, ich muss jetzt das Zeugs hier rausholen. Im Normalfall eigentlich. Also normal. Ne? Eigentlich, ja. Aber wenn da jetzt ein Spänchen drin hängen würde, würde ich jetzt nicht nach hinten wegpusten. Ja. Schlimmer wäre, man müsste die jetzt nachschneiden. Ja, Das ich wär- muss die jetzt aber auswaschen mit Bremsenreiniger, weil die Kurbelwellenschrauben morgen mit. Lockteeth. Na, guck mal hier, siehst du? Guck mal. Das ist natürlich ganz ungünstig, wenn sowas da drin hängt. Wo auch immer das herkommt. Ja, ich weiß ja nicht, wie der Motor aufgebaut wurde. Aber wir haben jetzt nämlich die Schrauben eingekürzt. Moment. Hier auf optimale Länge. Die hätten nämlich mit einem neuen Schwung hätten die hinten angestoßen am Lagerbock. Deswegen sind da 3 mm abgegangen. Und jetzt passt das. Gut. Jetzt machen wir den Bock sauber. Das Ja, komm. Na dann. Gute Mahlzeit. Ja. Der ist ganz schön schwer. So. Ja. Normalerweise ist das ja weg, aber das geht nicht. Das geht nicht ab, weil da der Bock dran ist. Normalerweise macht man die da dran. Ja, stimmt. Aber ein paar Hundertstel ist halt auch ein paar Hundertstel. Hier kommt's. Kann das. Ja. So, auch das darf man mal filmen. Wir haben es jetzt 20 nach 12, Feierabend. Das gab es, glaube ich, auch noch nie, so eine Session. Live wurde beendet. Heute ist Feierabend, ey. Und er ist raus. Ich hab echt. Ja, morgen geht's Update. weiter. Morgen geht's weiter. Ja, Kurzes Update, was, wann, wie, wo, warum Kotflügel weg ist. Der Lackierer war da. Lackierer war da, gibt noch ein paar Sachen, die wir jetzt vorbereiten müssen. Ein paar Details. Und dann geht der Bock die nächsten Tage tatsächlich auseinander. ja. Kabelgedöns, das ganze Kabelzeug ist in der Kiste gekommen, das werden wir dann auch auspacken und euch sagen, wo das herkam. Das können wir auch vielleicht morgen machen, oder? Einen neuen Projektpartner, genau. Wer auf der Website war, der weiß das schon. Das nehmen wir morgen mit rein. Dann gibt es ein bisschen mehr Stoff. Genau, eine Kupplung werden wir noch montieren. Also es gibt viel zu tun. Aber heute nicht mehr. Es ist Heute nicht mehr, denn wir haben es, wie gesagt, 12:30. 12:30. Kurz vor 12:30. Jetzt ist over. Immerhin over. Freitagabend, also von dem her. Over and out. Bis bald, Rian. 24 Stunden später. Oh, kurz ein Take hier. Takey. Und zwar Die Frage, wo legst du die Scheiße ab? ja, da, wo es Platz hat. Das sind wir ja quasi Waldmeister darin, Zurzeit ist es wieder, Sachen abzulegen, da wo es. Zurzeit ist wieder richtig wild. Was hier Phase? Ja, der Lacker war gestern da. Ja, das hatten wir schon angesprochen. Stimmt. Heute Nacht schon, um Er findet's halb gut. 1. Also er meinte, es ist viel besser rausgekommen, als man es erwartet von Leuten, die zum ersten Mal GFK machen. Okay. Ja. Wir müssen jetzt aber hier außen noch, er hätte gerne Kante. Und er meinte, es geht am besten. Die Community darf sich streiten, wenn man da was hinlaminiert. Deswegen packen wir jetzt einfach Wickszusatz so ein an. 3 mm Aludraht mit rein. Dann kann er sich eine schöne Kante dran modellieren. Okay. Und das machen wir nur auf der Innenseite, aber. Nur auf der Innenseite. Okay. Ja. Damit er quasi schön eine Rundung an der Kante kriegt, damit Ja. der Lack da ordentlich hält. Ja, und auch noch ein bisschen Stabilität. Darum ging es ja auch. Ne? Ja. Ja. Woher soll man das wissen als Normalo? Richtig. Also machen wir das. Also machen wir das. Schauen wir mal.
wie es wird. Oder? Wie es wird. Das wird jetzt eine lustige Geschichte, ja. Ja, TikTok ist auch am Start. Die Community darf auch mit glinsen. Ja. Und wir machen jetzt die andere Seite. Da biegen wir uns jetzt noch die Drähte zurecht. Boah, das wird richtig eklig jetzt. Können wir dann nachher weitermachen. So, den ersten hätten wir schon mal. Grob. Ja, Mutti freut sich. Den anderen machen wir jetzt eben schnell noch. Der Pinsel wird langsam hart. Ja. Oder? Keine Lust mehr. Ja. Für heute reicht's auch. Ja. Könnte man meinen. Ja. Wir haben es jetzt einlaminiert. Ja. Ich denke, es ist im Sinne des Lackers. Jetzt mal gucken, ob das so passt. Wird jetzt trocknen und dann werden wir es morgen mal sauber schleifen. Ja. Und dann mal gucken, wie es rauskommt. Dann haben wir innen noch hier die Falz von dem Übergang. Die müssen wir noch sauber machen. Ja. Ich denke, dann sind die gut. Das war gut. Dann an der Haube noch ein kleines Stück und dann ist aber gut, Udo. Und dann wird es endlich mal Zeit zum Auseinanderbauen. Ja, gut, geht halt vorher auseinanderbauen geht nicht, weil wir müssen die Sachen nochmal dranheben. Also das sind jetzt Ja, der halt Lacker kommt dann dran noch halten. mal. Ja. Kannst halt nichts machen, ne? Das sind so Kleinigkeiten, die kommen dann auf. Das sind so die Sachen, die man nicht auf dem Plan hat. Aber ich denke, es wird, wenn es nachher natürlich beim Lacken scheiße rauskommt, ist auch wieder blöd, ne? Deswegen, Feierabend für heute, lassen wir trocknen. Ist auch schön, ne? Das alte Harz war weiß, das neue ist grün. Können wir fast so lassen, oder? Bisschen Kontrast. Lacken ist eigentlich völlig überbewertet. Wir fahren einfach so. Wir bauen eine Ratte. Ja, eben. Oder? Wäre doch auch mal was. Schöne GFK, Best Solution. GFK. Ja. Gut, wir melden uns Sehr ab. gut. Bis morgen. So, live. Was sind wir? Ja, wir sind live auf YouTube, ja. Da gab es mal so einen Account von zwei so ganz wilden Kerlen, die meinten, die müssen Videos machen und dann irgendwann nichts mehr gefilmt haben. Ja, zurzeit ist es ziemlich stressig. Ja. Was machst du da? Ja, wir sind noch nicht ganz zufrieden mit unserem Spaltmacher. Ja. Aber, also es wird auch nicht mehr perfekt. Nee. Das war's auch noch nie. Ja, das ist halt. Aber das ist halt eine Fuddelarbeit. Ja, es wird schon besser. Ja. Ein bisschen noch. Ein bisschen noch. Ja. Das halt einbauen, ändern. Nee, ausbauen, ändern. Die Frage ist ja sowieso, wenn die Karre mal gelaufen hat, ob da überhaupt noch was stimmt ansatzweise. Oder ob da alles auf 7/8 steht. Ja. Deswegen lassen wir überall nicht, keine Ahnung, 3 mm Spaltmaß, sondern 7. Ja, so sieht es nämlich aus. Deswegen, es wird noch spannend, liebe Leute. Ja, wir schauen mal. Schauen wir mal, wie es wird. Spengler unter euch, die kriegen jetzt einen Herzanfall. Aber das ist uns momentan nicht egal. Es Muss pragmatisch sein. muss einfach irgendwie fertig werden. Ja. Wie sagt man auf dem Bau? Den Rest macht der Maler. Ja. Silikon macht das schon. Oder wie war das? Das ist, also ich ziehe meinen Hut vor jedem, der aus Blech so Sachen macht. Das ist Wahnsinn. Also die ganz wilden Dinger, ne? So Tanks und so und ja. Die ganz krassen Spengler. Jetzt brauchen wir hier mal ein Maß und dann wird das nachher wieder gerichtet.
Ja, moin. Oh, moin. Genau das war er. Genau der war's, Genau der war's. Aber vielleicht können wir ein kurzes Update machen, was wir jetzt die Woche schon generell geschafft haben. Weil wir haben es jetzt Samstagabend. Die Kotflügel, das haben wir da was mitgeschickt? Ja, so teilweise. Die sind jetzt... Da gab es eine neue Fuge. Genau, da wollte der Lackierer gerne ein bisschen mehr Material haben, dass er die Kante verrunden kann. Da haben wir jetzt einmal... Auch wegen Stabilität, vor allem Genau, hinten. die sind jetzt echt gut stabil geworden. Also sie sind richtig gut geworden, ne? Also, Ja, die sind jetzt noch nicht angezogen, aber das ist schon okay. ja, es ging ja um dieses hier. Dass das hier nicht mehr einkippt. Ja. Das ist gut. Dann haben wir das ein bisschen runtergesetzt, damit das hier passt. Dann hat die Achso, die fancy Halter. neue fancy Halter gemacht. 3D einstellbar, mehr oder weniger. Ja. Genau, die haben wir gemacht, damit wir Also wir waren durchaus schon produktiv. Genau, da war die Haube zweimal runter, weil uns ist aufgefallen, was heißt aufgefallen? Uns hat das schon Ja, ewig das- angefixt. Da haben wir jetzt gesagt, okay, wir passen das nochmal an. Da hat ein bisschen was gefehlt, damit das hier halbwegs vernünftig fluchtet. Jetzt sieht das vernünftig aus. Jetzt machen wir das Blech dann nochmal. Das muss ein bisschen hoch. Das hier hat es auch vom, wie sagt man da, vom Rollen. Das ist ja nicht gerollt, das ist ja gekantet. Kanten, ne? Da hat es eine leichte Senke drin. Sieht nicht so cool aus. Jetzt gucken wir, dass wir das ein bisschen rauskriegen und dann nachher wieder Ja. schön gerade kloppern. Und dann ist eigentlich, dann sollte das gut sein. Ich weiß nicht, ob der Lackierer Der kommt vorher nochmal vorbei, meinte kommt nochmal der. vorbei, guckt nochmal an. Wenn der sagt, passt, dann geht die Kiste nächste Woche im Zeitraffer auseinander. Ja. Und dann, genau, dann müssen wir Zugpendel hinten noch verschweißen. Das ist ja alles noch geheftet. Ja, da muss vielleicht noch 1 oder 2 Streben rein. Genau, aber das ist Ja. kein Hexenwerk. Dann geht das auseinander, wird verschweißt. Das vorne ist eigentlich alles verschweißt. Da fehlen noch ein paar Kleinigkeiten. Dann wird einmal mit der Flex alles glatt gezogen. Dann halt zwischendurch viel CNC. Ein Kupplungssetup noch gemacht für den Kollegen aus der Schweiz. Unser Antriebsstrang ist jetzt gezeichnet. Der ist ein Auftrag. Das hat auch eine Zeit lang gedauert, bis das passt. Von den Maßen her zigmal messen. Das Tiff wird jetzt noch weggeschickt. Das Diff geht jetzt noch raus zum Nadellagern. Ja. Da machen wir nicht selbst. Und dann haben wir eigentlich alles. Demnächst steht irgendwann mal ein Termin an bei German Welding Tools. So viel dazu schon mal. Der Julian, der schweißt uns, hat uns angeboten, den Krümmer zu schweißen und die Rohre formiert. Der macht nice Nähte. Der kann's, wir können es nicht so gut. Ja, der hat zumindest auch die ganzen Utensilien am Start. Genau. Da werden wir nochmal ein Video abdrehen, aber das wird noch. Dafür müssen wir aber noch für die Messsonden vom Datalogger, also Abgassensoren, brauchen wir noch Anschweißstücke mit Konus. Wir gucken, ob wir noch welche da haben, ansonsten müssen wir auf die CNC hier runterlaufen lassen. Ja. Und wenn das dann rausgeht, sagen wir mal optimistisch, Mittwoch, Donnerstag, nächste Woche. Nächste Woche. Nächste Woche Spätestens raus. auf Samstag. Genau, da geht es zum Lacker. Und dann kommt Wenn es soweit zeitnah. ist, sagen wir euch auch, neuer Projektpartner am Start und so weiter. Coole Sache. Dann wird Chassis lackiert, also alles was Stahl ist, geht relativ schnell, Ja, weil es Prio. wird nur Unilack. Ja. Das kommt dann wieder. In der Zeit, wo das weg ist, fangen wir mit dem Motor an. Geht auseinander, also geht nicht ganz auseinander, aber wird kontrolliert. Muss nochmal sauber gemacht werden, nochmal alles nachgeguckt. Und dann geht der final zusammen. Vielleicht schaffen wir es dann, dass der Krümmer soweit ist, dann können wir das auch montieren. Und wenn dann das Chassis da ist, dann wird erstmal Elektrik, Hydraulik reingeknallt, Motor rein und dann geht es an den Aufbau. Da gibt es ja auch noch ein Unboxing, ne? Kurzer Spoiler. Genau, es gibt noch Kurzer ein Unboxing, weil was lange währt, wird eigentlich gut. Wir haben uns ja Zeit gelassen mit Elektrokomponenten zusammenschreiben. Das ist dann irgendwann raus und vor Weihnachten war es dann soweit. Das ist jetzt auch da von unserem Projektpartner Uffen Elektrotechnik. Gibt auch nochmal ein extra Take. Take. Wenn es soweit ist, packen wir das Zeugs aus, zeigen wir mal, was da für Goodies gekommen sind. Feine Sachen, Kabel, Industriestecker, Multistecker, Kippschalter. alles was wir brauchen. Alles, was das Herz begehrt. Genau, so viel dazu. Jo. Und dann sind es ja nur noch gefühlt 2 Wochen.
Ja. Genau. Jetzt machen wir erstmal das Blech. Jetzt machen wir erstmal weiter. Jetzt sind wir erstmal noch ganz weit weg davon. Naja, bis später.